Ja, sensationell, das läuft ja tatsächlich. Das ist doch nicht schlecht. Schön hier an der Yama auf die dicken Brocken und im Idealfall ist es auch noch ein Königslachs. Das muss ein Königslachs sein. So wie das Ding reingegangen ist, so wie das Setup hier aufgebaut ist. Perfekt. Und das soll auch ein Königslachs sein, denn Lolino hatte im Discord einen schönen Beitrag gepostet. Hier die Stelle mit dem passenden Köder und da ballern wohl die Könige rein. Er war da mit relativ großem Setup unterwegs. Und auch ich bin jetzt hier, ich sag mal, schon ziemlich dick und fett unterwegs mit rund oder mit über 30 Kilo. Wir gucken uns das gleich mal eben an im Detail. Schön auf einer Monoschnur in dem Fall, damit die ganzen Kopfschläge abgefedert werden. Und ja, das ging auch gerade schon ganz gut. Jetzt bin ich gespannt, wie schwer der Brocken ist. Ich lasse mir noch ein bisschen Zeit, denn nachts können wir ja eh nicht so wirklich viel machen. Wobei auch der Königslachs ja durchaus mal nachts reingeht. Das heißt, da renne ich gleich wieder an die Stelle. Jetzt ziehen wir den erstmal schön hier ran mit der Strömung. Einfach langsam ranziehen hier. Und dann mal gucken, was so geht. Ja, wehrt sich immer noch so ein bisschen. So, nochmal weiter runtergehen. Dann ist es immer leichter. Also immer schön mit der Strömung hier ranziehen. Dann geht es nochmal deutlich einfacher. So. Ja, und dann testen wir auf jeden Fall weiter. Es sind auch ein paar Dolly-Waden reingegangen. Ich habe jetzt so nebenbei immer so ein bisschen mal ausgeworfen. Noch gar nicht so richtig aktiv. Und auch nur so ein bisschen grob durchgeleiert. Aber jetzt ist dann doch noch der erste dicke Brocken hier reingegangen. Und dann gucken wir doch mal, wie groß der denn dann wirklich war. Und ob wir noch ein paar mehr ziehen können. Denn auch damit, wenn man hier mit einem großen Setup unterwegs ist, also wirklich dicken, fetten Setup, dann kann man die natürlich auch relativ gut, relativ schnell reinziehen. Die sind natürlich immer noch kampfstark, gerade auch mit dieser heftigen Strömung hier. Braucht das immer ein bisschen Zeit, bis man die richtig schön gebändigt hat. So. Nochmal ein bisschen zurück. Na, schon was zu sehen? Ne, hängt immer noch ziemlich weit tief unten. Das heißt, ich renne einfach nochmal weiter runter hier. Noch näher ranziehen. So. Und jetzt näher. Mehr mit der Strömung. Nochmal steiler hier in den Winkel. Und dann geht das auch deutlich schneller. Also man sieht das wirklich. Ne? Riesenunterschied, ob man jetzt mit der Strömung zieht. Oder dagegen. Da sieht man schon hinten. Jawohl, da kommt er so langsam. So. Also, so richtig lange gefightet hat er nicht. Gucken wir mal. Auf 30 Kilo plus Setup. Wie lange oder wie schwer er jetzt hier ist. Ja, 15 Kilo plus. Bestimmt, ne? Gucken wir mal. Oder noch mehr. 25. Na, Wollo. 25 Kilo Königslachs nimmt man schon gerne mit. Ja. Nicht schlecht. Gucken wir mal, welche Färbungen wir noch alle hier rausziehen. Den gibt es ja nochmal in grün. Oder dieses ganz silbrige. Das ist doch schon mal ganz nice. Jetzt geht es erstmal wieder zurück zum Spot. So, und dann sind wir auch hier. Das ist eine ganz klassische Stelle. 194. Das ist hier dieser Bereich, wo wir diese Vertiefung hier auch wieder haben. Diese leichte Delle, ne? Wo es schon mal ein bisschen im Nahbereich auch schon mal ein bisschen tiefer wird hier. Und wenn wir hier dann maximal auswerfen. So, Tempo 50 mit Shift. Und dann gehen wir hier rein ins Twitchen. Das wollen wir hier natürlich erreichen. Wir sind hier mit einem dicken, fetten Wobbler unterwegs. Wobbler an der Yama wird relativ selten verwendet. Meistens war ja hier eher so mit irgendwelchen Blinkern oder so mit Wacky-Rig unterwegs oder Spinnern. Aber Wobbler sind relativ selten in der Verwendung. Klappen allerdings auch immer mal wieder ganz gut in den verschiedensten Größen. Jetzt gucke ich mal, ob wir hier... So, ich mache gerade mal nur Tempo 50. Ohne Shift kommt man auch noch gut rein hier ins Twitchen. Hat auch gerade gut funktioniert. Da ist auch gerade der König reingegangen. Was wir jetzt natürlich immer hinkriegen müssen, also wir brauchen immer so ein bisschen Pause. Nicht zu schnell twitchen.
Denn der Köder muss ja immer noch wieder so ein bisschen hoch und ein bisschen weggetrieben werden. Jetzt kann man, glaube ich, schon reinziehen. Ja. So, damit er immer wieder so ein bisschen auftreibt und dann beim Ziehen wieder diese Twitch-Bewegung macht. Also zack, ins Twitchen reingehen. Und dann immer ein bisschen treiben lassen, wieder rein. Zack, dann haben wir hier das Twitchen stehen. Ja, ob das jetzt hier richtig gut läuft in der Nacht, bisschen schwer zu sagen. Wir haben ja Keterlachse in der Nacht, beziehungsweise dann auch immer mal wieder den König in der Nacht. Und wie viele Könige hier reingehen, das muss man halt immer ein bisschen testen. Je nach Wetter kann das natürlich auch ganz extrem unterschiedlich sein. So sieht es hier gerade aus. Gerade halt hier ein bisschen angefangen damit, halt mehr so nebenbei. Dolly-Waden sind auch schon mit drin. Über 5 Kilo, das ist auch schon mal nicht so ganz verkehrt. Dürfen auch gerne noch mehr reingehen. Ich gucke gerade noch mal rein. Beim Lolino waren es König, Dolly, Keter, Dolly, König. Also ja, auch einige Dollys, ein paar Keters und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Könige, sehe ich das richtig, innerhalb von 45 Minuten. Das ist doch richtig gut. Also das lohnt sich doch. Und das ist quasi eine gesamte Tageszeit gewesen. Das heißt jetzt in einer Stunde ungefähr, ja, dann haben wir so kurz vor 4, dann wird es langsam wieder hell. Und dann teste ich noch mal ein bisschen aktiver weiter. Jetzt probiere ich es einfach nur noch mal ein bisschen und hoffe, dass was reingeht. Aber wahrscheinlich wird es gleich in den Morgenstunden, wenn es hell wird, noch mal deutlich besser gehen. Na guck, wir haben es kurz vor 5 und schon geht es wieder los. Wahrscheinlich eher eine Dolly oder ein Keter. Aber auch das ist ja gar nicht so schlecht. Dadurch, dass ich hier mit so dickem Setup unterwegs bin, ja, bin ich auch ganz zufrieden, dass hier überhaupt noch was anderes mit reingeht. Wir gucken uns, wie gesagt, gleich das Setup nochmal an. Ich habe jetzt gerade nochmal die Haken verändert auf 2 Nuller. Ich hatte gerade 1 Nuller Haken und gehe einfach nochmal eine Nummer größer rein. In der Hoffnung, dass vielleicht dadurch, ja, vielleicht nochmal der Königslachs nochmal ein bisschen dicker wird, nochmal ein bisschen schwerer vielleicht wird, wenn man da nochmal größere Haken verwendet. Das wäre es natürlich. Und so vom Durchziehen her auch gerade nochmal ein bisschen probiert mit dem Durchleiern, wobei ich das gleich so nach 6 Uhr auch nochmal testen werde. Einfach langsam durchleiern, auch das hat ja vor Jahren oder auch vor Monaten immer mal wieder ganz gut funktioniert an diesen klassischen Königsspots, dass man auch mal langsam durchleiert und nicht unbedingt immer nur das mit dem Twitchen macht. Wäre natürlich auch extrem praktisch. Ansonsten auswerfen in Richtung von dem großen Felsen, von dem großen Berg und dann so ein bisschen hier mit der Strömung halt runterziehen und dass man dann da eben so in das Twitchen kommt. Ja, gucken wir mal, ob gleich noch ein bisschen was Großes reinrasselt. Ja, ich habe jetzt viel rumprobiert und ja, es gehen ein paar Fische rein und ja, es geht natürlich auch der König rein, aber es ist auch ein bisschen tricky. Jetzt zuletzt hatte ich noch mal einen anderen Köder probiert und zwar den Tsutori 22. Na, guck, schöner japanischer Saibling, auch nicht schlecht. Tsutori 22, der kupferfarbene, ist auch gerade mit in den Rekorden. Da hat das leider gar nicht geklappt. Also die letzten Stunden jetzt so ein bisschen hier auf den probiert. Ja, und jetzt wieder zurück gerade auf den Tunguska Wobbler, den Lolino eben auch verwendet hat. Ich verlinke nochmal, beziehungsweise der Link zum Discord ist unter dem Video. Einfach mal reingucken. Da ist der Beitrag eben vom Lolino im Bereich Yama dann zu sehen. Einfach mal reingucken und testen und probieren. Vielleicht klappt es ja bei dir deutlich besser. Bisher leider noch nicht ein weiterer König dabei. Jetzt ist natürlich auch wieder die Frage, wie ist es wettermäßig? Was für ein Wetter war da zur Fangzeit? Was für ein Wetter oder zu welcher Zeit sind sie am besten reingegangen? Jetzt im Moment haben wir komplett Sonnenschein hier. Ich teste gleich noch mal ein bisschen bei Schlechtwetter und dann gucken wir mal, ob da vielleicht noch mal ein bisschen mehr geht. Auf den König, wo er eher Bock drauf hat. Ja, und wenn du Bock hast, achso, vom Setup her, sollten wir vielleicht auch mal reingucken. Leier jetzt hier vorne noch mal eben durch und dann gucken wir mal eben noch mal ins Setup rein. Das Setup vom Lolino deutlich dicker im Bereich, glaube ich, um die 70 Kilo. Also richtig dick und fett.
damit man quasi hier mit der Wenger schon die Bremse zumachen könnte. Bei den etwas kleineren und den der einfach reinziehen kann. Also richtig brutal dickes Setup. Ich bin jetzt hier nur mit 32 Kilo gerade unterwegs. Einfach nur auf Monoschnur. Also so wie die Ultima hier so ist. Natürlich, hoppala, ist da jetzt ein Biss? Tatsache. Da flackert die Schrift instant. Da müssen wir natürlich sofort rein. Auch das ist natürlich entspannend, ne? Also so ein Fisch einfach mal eben so reinziehen, als ob es nichts wäre. Das ist natürlich sehr angenehm. Ich dachte gerade, da wäre was. Hat schon wieder direkt geflackert. So, jetzt aber. Also, das ist er, der Tunguska Salmon T1. Gucken wir mal eben rein im Detail. Kann man kaufen. Sind das die nur aus dem Tunguska-Shop? Ja doch, ich meine schon, ne? Ausschließlich im Tunguska-Shop. Also an der Tunguska durch den Hof, durch in den Hinterhof, am Brunnen rechts abbiegen. Und da ist dann nochmal so ein Shop, so ein bisschen, ja, das ist nochmal so ein kleiner Hinterhof und da ist so ein Shop und da gibt es die verschiedenen Sachen, zum Beispiel eben diese Köder hier. Ich habe jetzt hier auch den 2-0er Haken drauf gemacht, mal mit Puschel. Wahrscheinlich muss man nicht mal Puschel hier drauf machen und jetzt hier eben mit 32 Kilo Monoschnur. Es scheint wohl auch, dass man dicker reingehen kann. Wenn du mehr Frequenz haben willst, kannst du auch runtergehen auf 19 Kilo Monoschnur, kann ich ja mal eben machen. 19 Kilo war sonst immer ein ganz guter Kompromiss. Warum Monoschnur? So richtig transparent muss es hier gar nicht sein und da kommt es dann eher mal wieder auf die Dicke an. Na klar, man könnte natürlich hier auch mit 17 Kilo Fluorocarbon reingehen, ist 0,5 mm dick. Wenn man jetzt hier allerdings auf eine Monoschnur geht, die ist dann hier mit 19 Kilo halt nochmal dünner, 0,45. Und dadurch, dass es halt nicht so super transparent sein muss hier für diese großen Brocken, kann man das natürlich auch ganz gut nutzen. Dementsprechend Bremse natürlich wieder runter machen und dann damit hier wieder locker rein und twitchen und gucken, was passiert. Ja, wenn da natürlich jetzt was drauf ballert, hat man natürlich deutlich mehr Spaß. Und 25 Kilo Königslachs auf 19 Kilo, da ist man natürlich deutlich länger mit beschäftigt. Musst du dir überlegen, ob du da Bock drauf hast. Ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen weiter durch. Ja, bis in die Abendstunden und dann gucken wir mal, vielleicht ballert ja noch was rein. Im Moment würde ich sagen, ja, kann man machen. Aber wie gesagt, vielleicht hast du ja mehr Glück. Einfach mal wieder testen. Das Ding ist halt auch nicht mal eben so easy gefangen. Es ist halt immer noch selten der König. Toi, toi, toi. Danke nochmal an den Lolino fürs Teilen. Petri, bis zum nächsten Mal.